Hallo, hier ist Meini. Gestern habe ich einem Freund erzählt, dass ich heute ein Video drehe über Quiche Lorraine, also dass ich was backe aus der französischen Küche. Dann fragt er mich, was das ist, und dann habe ich ihm das so beschrieben, sagte, ja, unten ist ein Teig, dann kommen Ei, Crème Fraîche Masse noch mit drauf, Schinken bzw. Speck ist noch mit dabei, mit Zwiebeln, und Käse ist auch noch mit drin. Dann sagt er, ja, ich komme gerne zum Pizza essen. Und so sieht die sogenannte Pizza aus. Das ist Quiche Lorraine aus der französischen Küche, und wie man Quiche Lorraine zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Selbstverständlich hat die Quiche Lorraine nichts mit einer Pizza zu tun. Geschmacklich erinnert sie eher an einen Zwiebelkuchen, wird aber aus dem Französischen als Speckkuchen bzw. Specktorte aus Lothringen als Quiche à la Lorraine übersetzt. Unseren herzhaften Mürbeteig machen wir dieses Mal nicht in der Küchenmaschine, sondern mit der Hand, weil ich euch auch diese Version der Teigzubereitung zeigen möchte. Bitte schaut euch trotzdem das oben eingeblendete Video Mürbeteig Grundrezept vollständig an. Ich siebe Mehl auf die Arbeitsfläche, bilde eine Mulde, gebe Salz und Wasser dazu und verknete es leicht. Jetzt kommt die eiskalte Butter rein und wird entweder mit einem Messer oder einem handlichen Gegenstand quasi gehackt. Da der Teig mürbe bleiben soll, ist hier ein dauerhaft aktives Verkneten quasi verboten sozusagen. Die Butterstückchen müssen aber trotzdem aufgelöst bzw. viel kleiner werden. In den 4 vorherigen Videos habt ihr die Mürbeteig-Rezeptur mit Zucker kennengelernt, also quasi den 1-2-3 Zuckerteig. Der jetzige Teig hat keinen Zucker, weil es nicht für eine süße Nachspeise gedacht ist. Dieser Teig ist ein sogenannter zuckerloser Mürbeteig, der auch gern als herzhafter Mürbeteig genannt wird. Gibt man in diesen Mürbeteig Kräuter oder Gewürze rein, kann man ihn auch als pikanten Mürbeteig bezeichnen. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Ich habe für euch eine einfache Rezeptur ohne Ei aus einem Lehrbuch für Bäcker und Konditoren rausgesucht. Aus den eingeblendeten Zutaten werde ich später 4 Quiches der Größe 28 cm Durchmesser backen können. Da meine Backform nachher rund sein wird, forme ich die einzelnen Teige bereits jetzt rund. Das erleichtert mir später das Ausrollen des Mürbeteigs. Die Teige wandern jetzt abgedeckt in den Kühlschrank, damit die Butter wieder hart wird. Nach 40 Minuten kommt der Teig zwischen 2 Backpapieren und wird ausgerollt. Bei dieser Variante des Ausrollens müssen wir nicht mit Mehl arbeiten und den Teig ständig von der Arbeitsfläche lösen, wie beispielsweise bei dem 1-2-3 Mürbeteig. Es ist mir wichtig, euch beide Varianten zu zeigen, und ihr entscheidet später selbst, was euch besser gefällt. Der Mürbeteig kommt jetzt in die Backform und wird zurecht fixiert sozusagen. Den Teigboden braucht ihr nicht zu löchern und auch nicht blind vorzubacken. Keine Sorge, die Flüssigkeit, die wir gleich reingeben werden, macht den Teig nicht instabil. Es reicht einfach nur, wenn ihr den Teig für 15 bis 20 Minuten oder länger einfriert. In dieser Zeit bereiten wir die Füllung vor. Zuerst schwitzen wir die Zwiebeln in Butter glasig an. Nach ein paar Minuten geben wir unseren Speck rein und rösten ihn leicht. Das zerlassene Fett gießen wir auf gar keinen Fall weg. Das kommt später in die Quiche mit rein. Jetzt geben wir die eingeblendeten Zutaten in einen Topf und verrühren das Ganze. Die deutschen Lehrbücher variieren in den Rezepturen. Es gibt Rezepturen mit Milch, Sahne, teilweise mit Quark oder Schmand. Ich entscheide mich für Crème Fraîche, weil ich das in der Kochlehre so gelernt habe. Ihr könnt die 200 Gramm Crème Fraîche natürlich auch zum Beispiel durch Schmand ersetzen. Den Emmentaler Käse reibe ich selbstverständlich selber. Bitte kauft nicht den vorgeriebenen Käse. Ob ihr den Käse direkt auf den Speck, den Mürbeteig oder in die Eimischung reingibt, ist euch überlassen. Jetzt kommt der Mürbeteig aus dem Gefrierfach raus, wird mit dem Speck und Zwiebeln belegt und dann kommt die flüssige Masse drauf. Für die 28 cm Durchmesserform passen die Mengenangaben perfekt. Gebacken wird die Quiche Lorraine bei 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt natürlich, etwa 25 bis 30 Minuten. Orientiert euch bitte an der Backfarbe des Mürbeteigs am Rand der Quiche. Serviert bzw. verkauft werden die lauwarmen bis warmen tortenartig geschnittenen Stücke nur, wenn die Eimischung so schön gestockt ist wie hier. Natürlich kann man eine Quiche auch mit Fisch oder vegetarisch belegen. Dazu schaut euch bitte meine nächsten Videos an. Guten Appetit!